Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner Gesundheitsvideos. Heute möchte ich euch veranschaulichen, wie man die meisten seiner Nahrungsergänzungsmittel selber herstellen kann, indem man das reine Pulver des jeweiligen Nahrungsergänzungsmittels mit einer halbautomatischen Kapselfüllmaschine zu Kapseln selber abfüllen kann. Diese Methode beinhaltet zwei sehr große Vorteile. Zum einen sind diese selbst abgefüllten Nahrungsergänzungsmittel sehr viel günstiger, als wenn man sie fertig in Kapselform kaufen würde, weil man für den Herstellungsprozess und den Service nicht mehr bezahlen muss. Und zum anderen sind diese Nahrungsergänzungsmittel sehr viel gesünder, weil man das reine Pulver in die Kapseln abfüllt und auf jegliche Zusatzstoffe und Trennmittel verzichten kann, die die Wirkung der Nahrungsergänzungsmittel abschwächen und unserer Gesundheit schaden. Wir fangen hier jetzt in dem Video mit dem organischen Schwefel an, mit dem MSM, welches wir in Kapseln abfüllen werden, inshallah. Und dazu habe ich hier jetzt diese Kapselfüllmaschine, die hatte ich euch ja schon in dem anderen Video zu dem Avocadokernmehl gezeigt, wie man damit umgeht, aber das zeige ich euch jetzt nochmal. Kurz vorher hatte ich hier mit meine Kapseln, also meine Vitamin C Kapseln damit abgefüllt, deswegen hat die Maschine hier jetzt diese roten Spuren, aber das ist nicht schlimm, das schadet den Kapseln nicht. Wir geben jetzt hier die obere Hälfte der Kapseln, also die große Hälfte, denn die Kapseln bestehen ja immer aus einer oberen, größeren Hälfte und einer unteren, kleineren Hälfte. Und die oberen, größeren Kapselhälften geben wir jetzt hier auf dieses Teil, während wir das Loch an der Seite zuhalten, und dabei schütteln wir, damit alle Kapselhälften in die Löcher reinfallen können. Und sobald das dann passiert ist, geben wir dann die restlichen Kapselhälften, die übrig sind, zurück hier in diese Schale erstmal, und dann werden wir das obere Teil abnehmen. Und jetzt kann man durch Herunterdrücken der oberen Plattform hier erkennen, ob alle Kapselhälften in ihrem Loch drin sind. Manche sind falsch rum drin, die muss man dann einfach umdrehen. Und an manchen Stellen sieht man noch ein freies Loch, das wird dann wieder aufgefüllt mit einer neuen Kapsel. Und sobald wir jetzt alle falsch herum hereingefallenen Kapseln umgedreht haben und die noch freien Löcher ausgefüllt haben und alle Kapseln jetzt richtig rum drin stecken, können wir auch bald schon das Puder dann einfüllen. In diesem Fall von dem Opti-MSM haben wir eher Flocken als Pulver. Das liegt daran, dass dieses MSM durch vierfache Destillation gereinigt wird und dadurch eine 100%ige Reinheit enthält, welches kein anderes MSM aufweisen kann. Deshalb möchte ich euch eindringlich empfehlen, dieses Opti-MSM von Kana Health zu kaufen, weil es das beste MSM ist, was es auf dem Markt gibt. Das wird nämlich in Amerika hergestellt und wie gesagt durch vierfache Destillation gereinigt, im Gegensatz zu den China- und indischen Produkten, die das sogenannte Kristallisationsverfahren anwenden, in dem das MSM einfach nur durch Wasser in Anführungsstrichen gereinigt wird und hinterher getrocknet wird. Das Wasser selber ist schon belastet und voller Schwermetalle, was sie dafür verwenden, denn sie benutzen kein destilliertes oder gereinigtes, gefiltertes Wasser dafür, sondern ganz normales Wasser. Und das MSM selber beinhaltet ja auch sehr oft organische Verunreinigungen als auch vor allem Schwermetalle. Und diese Verunreinigungen können durch das normale Kristallisationsverfahren nicht entfernt werden, weshalb das herkömmliche normale MSM, was man auf dem Markt so kauft, was meistens sehr günstig zu erstehen ist, alles andere als rein ist und nicht unserer Gesundheit sehr dienlich ist, sondern es belastet uns dann zusätzlich mit Schwermetallen und Verunreinigungen. Und das sollten wir unserem Körper nicht antun wollen. Deswegen möchte ich euch stark davon abraten, diese China- oder indischen Produkte zu kaufen, auch wenn sie günstiger sind, sondern stattdessen einmal etwas mehr Geld für dieses Opti-MSM auszugeben, aber dafür ein vollkommen 100%ig gereinigtes Produkt zu erhalten. Den Link zu dem Opti-MSM werde ich euch unten natürlich verlinken, inshallah. Die überschüssigen Flocken geben wir erstmal wieder zurück in die Dose hier und werden jetzt nochmal die Arretierungsplatte oben drüber geben und mit diesem Teil andrücken, damit wir eventuelle Luftlöcher in den Kapseln damit vermeiden und
Auf diese Weise nochmal kurz dann alles auffüllen mit etwas weiterem von diesen Flocken, damit die Kapseln nachher wirklich komplett gefüllt sein werden. Die restlichen Flocken geben wir dann wieder zurück in die dafür vorgesehene Aufbewahrungsdose. Dann nehmen wir jetzt die andere Platte hier und geben darauf wieder die Arretierungsplatte und werden jetzt die unteren Kapselhälften hier hineinfüllen und genauso vorgehen wie mit den oberen Hälften, indem wir wieder die unteren Hälften hier reinfüllen und dann schütteln, bis alle Löcher damit ausgefüllt sein werden. Die übrig gebliebenen Kapseln geben wir dann wieder zurück hier in den Behälter, nehmen die Arretierungsplatte ab und schauen wieder nach, ob irgendwelche Kapseln vielleicht falsch herum reingefallen sind, die wir dann wieder richtig rum reinstecken und ob es irgendwelche Löcher noch gibt, die wir ausfüllen müssen. Und wenn das getan ist, dann geben wir die Orangenplatte falsch rum darüber und drehen das Ganze um und geben das jetzt auf die obere Platte mit den gefüllten oberen Kapselhälften und drücken das Ganze jetzt ganz stark an. Wir pressen also die beiden Hälften ganz fest zusammen, dadurch werden die obere und die untere Kapselhälfte zusammengesteckt und die Kapseln sind fertig. Jetzt können wir die gelbe, also diese orangene Platte einfach abnehmen und die Kapseln in den Behälter reinfallen lassen. Damit haben wir also jetzt schon 100 Kapseln hergestellt. Ihr seht, wie einfach und schnell das geht. Und dann könnte man jetzt damit fortfahren. Hier haben wir jetzt 100 Kapseln schon fertig zusammengestellt. Die kommen jetzt in ein dafür vorgesehenes Glas. Und dann könnte man jetzt fortfahren und noch mehr Kapseln herstellen davon oder auch jetzt von den anderen Nahrungsergänzungsmitteln die Kapseln herstellen. Das Prinzip ist jetzt jedes Mal das gleiche. Wenn man bedenkt, was jetzt 100 Kapseln kosten würden, die man kaufen würde, da würden die mindestens doppelt so viel kosten, wenn nicht sogar dreifach so viel. Meistens kauft man ja die Kapseln in 60 Stück pro Dose für einen horrenden Preis. Und hier bezahlen wir für das Pulver eben nicht mal die Hälfte von diesem Preis. Hier seht ihr jetzt die anderen Nahrungsergänzungsmittel, die ich alle schon abgefüllt habe. Eben haben wir das Camu Camu Vitamin C Pulver gesehen. Das hier ist das Moringa Pulver. Ich werde euch zu allen Produkten die Links unten schicken. Hier ist das Avocado-Kernpulver. Dazu hatte ich ja schon das Video gedreht. Also ich habe jetzt wirklich alle meine Nahrungsergänzungsmittel eben mit diesen günstigen Kapseln, die man kaufen kann, und dieser Kapselfüllmaschine abgefüllt. Dadurch spare ich eine große Menge Geld, Subhanallah, und weiß vor allem auch, was ich jetzt in meinen Kapseln drin habe. Das gibt mir ein sehr viel sichereres Gefühl, weil ich halt jetzt weiß, dass ich in meinen Kapseln das reine Nahrungsergänzungsmittel drin habe, welches von höchster und bester Qualität ist zum einen und zum anderen eben keine Füllstoffe, keine Trennmittel und keine Zusatzstoffe darin enthalten sind. Alhamdulillah. Hier haben wir das Magnesium. Derzeit verwende ich dieses Trimagnesiumdicitrat. Das soll die höchste Bioverfügbarkeit für den Körper haben, wenn man es oral einnimmt, während das Magnesiumchlorid eben besser für die transdermale Aufnahme geeignet ist. Hier nochmal das Opti-MSM, das wie gesagt eben das beste MSM ist, was es gibt, weil das durch diesen vierfachen Destillationsprozess in Amerika hergestellt wird. Das wird nicht nur von Carla Health hier vertrieben, es gibt auch andere Hersteller, die das gleiche Opti-MSM aus Amerika verkaufen hier. Ich schicke euch einfach die Links unten in der Infobox, inshallah. Was das Moringa-Pulver betrifft, da habe ich hier noch nicht die Bio-Qualität benutzt, die werde ich aber in Zukunft inshallah kaufen. Denn grundsätzlich sollte man immer bei diesen Vitaminen, also das Moringa-Pulver beinhaltet eben das Vitamin E in sehr hohem Maße, genauso wie nachher das Camu Camu Pulver für das Vitamin C Pulver. Da sollte man immer die Bioprodukte verwenden, weil die natürlich einen weitaus höheren Nährstoffgehalt besitzen und eben ohne Pestizide oder andere Verunreinigungen belastet sind. Was die Vitamin C Kapseln betrifft, da benutze ich jetzt immer das Camu Camu Fruchtpulver für meine Vitamin C Kapseln, denn diese Frucht beinhaltet die höchste Vitamin C Konzentration von allen Früchten auf der Erde. Eine einzige Kapsel beinhaltet da schon 480 Milligramm Vitamin C, subhanallah.
Die Camu-Camu-Frucht beinhaltet also noch viel mehr Vitamin C als die Acerola-Frucht. Deshalb benutze ich jetzt immer das Camu-Camu-Fruchtpulver. Das werde ich euch unten auch verlinken. Ja. Was das OPC betrifft, da habe ich noch kein Pulver dazu gekauft, weil ich noch genug Kapseln im Vorrat habe, die ich vorher gekauft hatte. Aber das werde ich in Zukunft in Schala auch selber herstellen und mir dazu das Pulver kaufen, was auch um einiges günstiger ist als die Kapseln selber. Und dazu werde ich euch den Link aber auch schon mal jetzt posten, damit ihr sehen könnt, welches das beste OPC-Pulver ist, was ihr kaufen könntet, um damit euer eigenes Nahrungsergänzungsmittel mit herzustellen. Das war's dann auch wieder für heute. Inshallah konnte ich euch auch diesmal wieder für eure Gesundheit von Nutzen sein. Und dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße. Salam alaikum. Eure Mariam.